Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Miles & Marcel. Ich fliege heute mit KLM in der Business Class zum ersten Mal auf der Langstrecke und zwar von Amsterdam nach New York, JFK. War das Ganze eine 777-200 und ich bin wirklich sehr gespannt, was KLM ihren Gästen dort bietet. Also, alles Weitere, ein kleiner Blick in die Lounge, alles jetzt im Video. Viel Spaß! Wir starten in Amsterdam. Der Flughafen Schiphol gefällt mir immer sehr gut. Leider hatte ich diesmal nur sehr wenig Zeit zum Aufenthalt. Falls ihr den Zubringerflug noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr das nachholen, wenn ihr hier auf das i klickt. Und auch wenn ich nur wenig Zeit hatte, wollte ich euch noch einmal die KLM Crown Lounge zeigen. Es gibt zahlreiche Lounges von KLM am Amsterdamer Airport. Eure Bordkarte zeigt euch an, welche ihr davon nutzen könnt. Wow. Das ist doch mal ein Eingang in eine Lounge, oder? Also das sieht nicht besser aus. Bin mal sehr gespannt. Ich habe nicht viel Zeit, aber wir machen einen kleinen schnellen Rundgang. Leider hatte ich wirklich nur 1 Minute Zeit und bin einmal schnell durch die Lounge gelaufen. Mein erster Eindruck war, dass diese Lounge schön groß, hell und modern wirkt. Allerdings bin ich immer persönlich ein Freund von Sichtschutzwänden bzw. optischen Raumtrennern in Form von Pflanzen oder ähnliches. Es gibt zahlreiche Stühle, Sofas, Schlafmöglichkeiten und, das fand ich auch sehr gut, genügend Arbeitsflächen. Eine Auswahl von Softdrinks und alkoholischen Getränken stand bereit. Speisen stehen euch grundsätzlich auch zur Verfügung. Allerdings hatte ich dafür nun wirklich gar keine Zeit mehr. Wie hinten zu sehen gibt es sogar eine kleine Küche. Da war zum Zeitpunkt meines Besuches allerdings alles abgesperrt. Beim nächsten Mal werde ich mir das genauer anschauen. Es gibt weiter hinten in der Lounge noch ein paar ruhigere Arbeitsplätze und falls ihr mit Kindern reist, so findet ihr auch hier einen Indoor-Spielbereich. Es gibt viele schöne große Panoramafenster. Leider bietet die Aussicht nur einen Blick auf die Gangway und nicht etwa auf das Rollfeld. Über ein paar Treppen kommt ihr auch noch in einen höheren Stock mit weiteren Sitzgelegenheiten. So, das war wirklich ein sehr, sehr schneller Rundgang, aber mehr Zeit habe ich nicht. Denn jetzt muss ich schnell zum Gate, die 474 und es ist ungefähr 15 Minuten zu laufen. Angekommen am Gate wurden noch Gesundheitsdokumente verteilt, die vor dem Boarding abgegeben werden mussten. Und hier haben wir das Flugzeug des heutigen Videos, eine 777 mit einem Alter von 15 Jahren. Nicht das allerneueste Flugzeug, aber schauen wir mal, was uns drinnen erwartet. Das Boarding erfolgte in verschiedenen Gruppen. Als Gast der Business Class gehörte ich zur Gruppe 1 und durfte als einer der ersten die Gangway betreten. Hier habe ich mich etwas gewundert, denn komischerweise war der Zugang zu den ersten Reihen, genauer gesagt der Business Class, gesperrt. So habe ich halt den Eingang zur Economy Class genommen, was auch in Ordnung war. Und wo wir gerade dabei sind, lassen wir meinen Sitz in der Business Class noch kurz außen vor. Bevor die anderen Gäste kommen, hier noch einmal einen Einblick in die Premium Economy Class sowie die Economy Class von KLM in einer 343 Bestuhlung. In der Business Class findet ihr eine 222 Bestuhlung und hier seht ihr meinen Sitzplatz für den heutigen Flug. Von den mittleren Plätzen könnt ihr direkt den Gang betreten. An den Fensterplätzen müsst ihr euch gegebenenfalls unweigerlich mit einer fremden Person arrangieren, wenn ihr den Platz verlassen wollt. Und wie ihr seht, lag auf den Sitzen schon einiges bereit. Darunter natürlich das Amenity Kit, welches wir uns natürlich später noch anschauen, die Menükarte für den heutigen Flug sowie eine Weinkarte, ein Desinfektionstuch, ein sehr großes Kissen und zuletzt eine Decke. Des Weiteren findet ihr am Platz Kopfhörer und eine Flasche Wasser. Neben der Kopfstütze findet ihr auch noch einen USB- und einen Power-Anschluss sowie die Anschlüsse für den Kopfhörer. Unter dem Monitor gibt es ein kleines Fach, um zum Beispiel das Amenity Kit zu verstauen.
Der Monitor ließ sich auch auf deutsche Sprache einstellen und war für mich von der Größe her ausreichend. An eurer linken Seite befindet sich eine Fernbedienung, mit der ihr nicht nur den Monitor bedienen, sondern diese auch separat nutzen könnt. So ist es möglich, zum Beispiel auf dem großen Monitor einen Film zu gucken und auf der Fernbedienung die beliebte Flight Map zu öffnen, um zu schauen, wo man sich gerade befindet. Das gefällt mir außerordentlich gut. Auch die Auflösung sowohl beim Monitor als auch bei der Fernbedienung war ausgezeichnet. In der aufrechten Sitzposition ist die Beinfreiheit wirklich klasse. Hier kann man auch beim Startvorgang bequem die Beine ausstrecken. Der Service brachte mir sehr schnell einen Begrüßungsdrink. Ich hatte die Auswahl aus Mineralwasser, Champagner und Orangensaft. Anschließend musste ich nur noch den Gurt anlegen und konnte die letzten Vorbereitungen am Flieger draußen beobachten, bevor es dann endlich in die Lüfte ging auf dem Weg nach New York. Nach dem regnerischen Start in Amsterdam habe ich direkt einmal die Menükarte studiert. Mir gefällt das Design ausgezeichnet gut und die Karte wirkt wirklich hochwertig. Die Auswahl war gut. 2 Vorspeisen, ein Salat und 3 verschiedene Hauptgerichte, vegetarisch, Fisch und Huhn, sowie 2 Desserts standen zur Auswahl. Außerdem gab es noch eine zweite Runde vor der Landung, insgesamt also genügend Essen für diesen knapp 7-stündigen Flug. Bei der Getränkeauswahl habe ich nichts vermisst und habe euch einmal hier die gesamte Getränkekarte mit eingeblendet. Da ich persönlich keinen Alkohol trinke, interessiert mich die Weinkarte nicht. Da ich aber weiß, dass viele von euch sich dafür interessieren, darf diese natürlich hier nicht fehlen. Unmittelbar nach dem Start wurde von der Flugbegleiterin die Essensbestellung aufgenommen und auch für meine Getränkewünsche hat man sich interessiert. Der Tisch befindet sich zu eurer Linken in der Armlehne und lässt sich sowohl als halbe als auch als aufgeklappte Variante nutzen. Außerdem lässt er sich sehr leicht nach vorne und hinten schieben, leider aber nicht zur Seite drehen, damit man zum Beispiel aufstehen kann, wenn der Tisch gedeckt ist.
Zu meinem Getränk gab es eine kleine Packung mit einer Nussmischung. Ich persönlich finde es okay, dass die Nüsse verpackt kommen, aber über eine kleine Schale hätte ich mich schon gefreut. Auf diesem Flug gab es, wie ihr später sehen werdet, noch so viel schönes Geschirr, da sollte es an einer kleinen Schale für die Nüsse eigentlich nicht scheitern und stilvoller wäre es allemal. Während das Essen in der Galley vorbereitet wird, schauen wir uns einmal das Amenity Kit an. Dieses finde ich wirklich sehr hübsch gemacht und es bietet nicht nur einen magnetischen, sondern auch einen Reißverschluss. Darin enthalten sind Socken und eine Schlafmaske sowie eine Zahnbürste, Ohrenstöpsel, eine Gesichtscreme, Zahnpasta und Lippenbalsam sowie ein kleiner Kugelschreiber. Ich persönlich gehöre zu den Menschen, die auch gerne in einem Flieger ihrer Smartphone-Sucht nachgehen und so hat mich auch das kostenpflichtige Wi-Fi im Flieger interessiert. Euch stehen hier verschiedene Tarife zur Verfügung, dabei ist eine Stunde Internet zum Nachrichtenschreiben sogar kostenlos. Eine Stunde Surfen kosten 8 Euro, für den gesamten Flug 18 Euro und mit einer deutlich schnelleren Geschwindigkeit gibt es das Ganze für 30 Euro. Die einfache Internetverbindung war stabil und ließ es sogar zu, dass problemlos Fotos verschickt wurden. Auf diesem Flug hatte sich das Internet für mich sehr gerechnet, denn fast den gesamten Flug habe ich mit einem Freund geschrieben, der mich auf eine ganz verrückte Idee brachte. Aber dazu später mehr. Vor dem Essen wurde ein heißes Tuch gebracht, welches ich bei anderen Airlines in den letzten 2 Jahren schmerzlich vermisst habe. Es war nicht nur erfrischend, sondern roch auch noch wirklich sehr angenehm. Als Vorspeise hatte ich die Thai Red Curry Soup, die fantastisch geschmeckt hat. Und hier eines der vielen kleinen Highlights auf diesem Flug. Salz- und Pfefferstreuer in Form von holländischen Holzschuhen. Ein großes Lob für die Kreativabteilung von KLM. Ich liebe solche Einfälle. Das Besteck war ordentlich schwer und in der Serviette verpackt. Diese wiederum ließ sich dank des kleinen Schlitzes bequem am Hemdknopf befestigen. Bei einer Suppe macht das ja durchaus Sinn. Eine Besonderheit beim Besteck fiel mir auch noch sofort auf, denn selten gibt es Besteck mit einem so schönen und besonderen Muster. Bevor der Hauptgang kam, habe ich die noch bis dahin wenig genutzte Toilette aufgesucht. Diese ist nicht besonders groß, aber sehr schön dekoriert. Neben einem schönen großen Spiegel findet ihr auch, passend zu den Niederlanden, eine Tulpe, wenn auch eine künstliche, und ein paar Amenities, darunter Hand- und Bodylotion, ein Erfrischungsspray und, das habe ich noch in keinem Flugzeug vorgefunden, tatsächlich Haargel. Finde ich sehr praktisch, wenn man nach einem langen Flug sich nochmal die Haare stylen möchte. Natürlich gibt es auch ganz klassisch noch Handseife und Tücher, eine Möglichkeit zum Wickeln von Babys mit dem schönen KLM-Logo im Hintergrund und diese wirklich gelungene Seitenwand mit den berühmten KLM Delft Blauhäusern. Zurück am Platz angekommen, wartete dort bereits der Hauptgang auf mich. Ich hatte mich für die vegetarische Variante entschieden, die ganz okay, aber insgesamt doch etwas nüchtern geschmeckt hat. Die Frische und Konsistenz war aber in jedem Fall ausgezeichnet. Apropos Konsistenz, achtet mal auf die Butter. Diese war unglaublich streichzart. Das habe ich in einem Flugzeug vorher noch nie so gut erlebt. Als Dessert gab es noch eine kleine Gebäckauswahl mit Sahne und Heidelbeeren. Alternativ hätte man auch eine Käseplatte nehmen können, natürlich mit holländischem Käse. Mir war aber mehr nach der süßen Variante und passend dazu gab es nach dem Dessert auch noch eine kleine Schokolade in Form eines der berühmten Häuser. Auch da spürt man wieder die Liebe zum Detail bei KLM. Anschließend gab es noch einen Früchtetee, auch der hat geschmeckt. Nach dem leckeren Essen wollte ich noch ein bisschen die Filmauswahl genießen und konnte dazu die Kopfhörer einmal testen. Das Kabel dazu war wirklich sehr fest verschnürt und es hat eine kleine Weile gedauert, bis ich diese enttüdeln konnte. Die Kopfhörer sind Noise Cancelling und waren angenehm zu tragen. Der Anschluss konnte dank magnetischer Hilfe sehr einfach verbunden werden.
Auf einem Tagflug möchte man vielleicht nicht unbedingt schlafen, aber natürlich habe ich einmal das Bett getestet. Der Sitz lässt sich per gedrücktem Knopf auf eine vollständig flache Liegefläche ausfahren. Wenn man die Armlehne am rechten Arm noch etwas nach unten stellt, ist die Breite ganz gut. Auf der linken Seite lassen sich über ein Bedienfeld noch ein paar Feineinstellungen an der Sitzposition vornehmen. Die Beinfreiheit war in der Länge okay, ich bin knapp 1,90 Meter groß, in der Höhe fühlte ich mich allerdings etwas eingeengt. Das Kissen war richtig bequem und da ich nun schon mal in der Position war, habe ich mich doch spontan entschieden, ein bisschen zu schlafen. Nach knapp 2 Stunden Schlaf sah ich irgendwie müder aus als vorher, habe aber insgesamt bequem schlafen können. Ich mag es nach dem Aufwachen immer einmal direkt auf die Flightmap zu schauen, um zu erfahren, wo wir gerade sind und wie lange der Flug noch dauert. Glücklicherweise bin ich rechtzeitig zum kleinen Snack vor der Landung wach geworden, denn hier gab es ebenfalls ein kleines Highlight für mich. Serviert wurde ein Burger, der nicht nur, wie ich finde, sehr originell verpackt war, sondern richtig gut geschmeckt hat. Kompliment an die Catering-Firma. Als Dessert gab es dann noch einen wirklich köstlichen Zitronenbaiser-Kuchen. Insgesamt würde ich das Essen mit sehr gut bewerten. Kurz vor der Landung dann ein weiteres kleines Highlight. Als Business-Class-Kunde bekommt man eines von inzwischen über 100 verschiedenen KLM-Häusern geschenkt. Viele sind davon inzwischen vergriffen und begehrte Sammlerstücke. Einige von euch wissen vielleicht, dass sich in den Häusern Gin befindet. Aber mir war neu, dass die Porzellanhäuser alle auf echten Bauwerken in den Niederlanden basieren. Mit der Nummer auf dem Haus kann man auf der KLM-Homepage die Geschichte zum Haus durchlesen. So etwas finde ich richtig klasse und wieder einmal merke ich auf diesem Flug, was für eine tolle kreative Arbeit KLM leistet. So macht es richtig Spaß, Kunde zu sein. Nach der Landung auf Landebahn 3.1 rechts war es Zeit, die Sachen zu packen und leider war der Flug schon noch etwas über 7 Stunden vorbei. Hier hätte ich noch gerne mehr Zeit verbracht. Auch wenn das Flugzeug schon nicht mehr das Neueste war und eine 222-Bestuhlung in einer Business Class nicht mehr zeitgemäß, so hat mich dieser Flug restlos begeistert. Vor allem lag das an der fantastischen Crew, die ich hier einmal besonders erwähnen muss. Ich wurde so herzlich von allen Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern bedient und auch das Filmen war kein Problem, sofern ich keine anderen Gäste oder Mitarbeiter gefilmt habe. Es gab einige sehr nette Gespräche auf diesem Flug und ich finde es großartig, wenn sich die Crew bei allem Stress, den der Job mit sich bringt, Zeit für die Gäste nimmt. Danke für dieses außergewöhnlich tolle Erlebnis. Ebenfalls habe ich ein weiteres Amenity-Kit geschenkt bekommen, das ich zu einem besonderen Anlass über meinen Kanal verlosen werde. Zum Beispiel, wenn ich es vielleicht irgendwann schaffe, die 1000 Abonnenten zu bekommen. Man hat ja mehrere Möglichkeiten, wie man vom JFK Airport nach Manhattan kommt. Mit der Bahn, mit dem Bus oder mit dem Taxi. Mein lieber Freund und Flugzeugfan Jens, mit dem ich fast während des gesamten Fluges geschrieben habe, scherzte, dass ich ja auch passend für einen Kanal zum Thema Fliegen mit dem Helikopter vom Flughafen nach Manhattan fliegen könnte. Mir war gar nicht bewusst, dass es diese Möglichkeit gibt.
Nachdem er mir ein paar weitere Infos über den Anbieter Blade geschickt hat und ich erfuhr, dass der 8-minütige Flug $150 kostet, habe ich tatsächlich aus dem KLM-Flieger den Helikopter-Shuttle gebucht. Es lebe die moderne Technik und das gute Wi-Fi bei KLM. Ein Fahrer holte mich am Terminal ab, dieses ist im Preis inklusive. Der Fahrer erzählte mir, dass heute ein ganz chaotischer Tag am Flughafen sei, denn die Vizepräsidentin Kamala Harris sei in der Stadt und das Handynetz würde durch Störsender blockiert werden. Ich konnte mein Glück nicht fassen, denn angekommen am Helikopterplatz stand dort, nicht die Air Force One, denn dazu hätte ja der Präsident dabei sein müssen, aber nennen wir sie mal die Air Force Two und ich hatte freien Blick auf die Maschine. Angekommen bei Blade wurde ich kurz und freundlich begrüßt, mein Gepäck wurde mir abgenommen und ich wurde in eine kleine Lounge gebracht, in der man sich kostenlos Getränke nehmen konnte. Ich wollte nach dem langen Flug aber lieber noch etwas stehen und war unglaublich aufgeregt, denn dieses wird tatsächlich der erste Helikopterflug meines Lebens. 2 weitere Passagiere und ich wurden dann nach einer kurzen Wartezeit zum Helikopter gebracht. Ich melde mich am Ende des Videos noch einmal wieder, denn ihr könnt jetzt hier den knapp 8-minütigen Flug vom New Yorker Flughafen JFK nach Manhattan in einer leicht gekürzten Version genießen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen und sollte so ein Flug für euch auch einmal in Frage kommen, dann lohnt es sich auf jeden Fall noch einmal bis zum Ende des Videos zu warten, da gibt es dann noch etwas Kleines für euch. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt das doch gerne mit einem Daumen nach oben. Und damit ihr in Zukunft kein Video mehr verpasst und ich einen Grund bekomme, das Amenity Kit zu verschenken, abonniert gerne den Kanal. Das würde mich wirklich sehr freuen. Solltet ihr auch einmal mit Blade den Helikopterflug machen wollen, dann habe ich noch einen $50 Ermäßigungscoupon für euch. Wie ihr diesen bekommt, schreibe ich in die Videobeschreibung. KLM kann ich euch aufs Wärmste empfehlen und freue mich, wenn ich hier wieder zu Gast sein darf. So, das war's für heute. Bis zum nächsten Video. Euer Marcel.